Das hier verbinden die meisten Leute mit Indien. Oder das hier. Und egal ob Müll, Chaos, Hektik, riesige Menschenmassen oder schlechte Hygienestandards, für viele hat sich genau dieses negative Bild von Indien eingeprägt. Aber was ist, wenn ich dir sage, auch das hier ist Indien? Oder das hier? Oder sogar das hier? Denn Indien ist groß. Sehr groß sogar. Und in diesem Video zeigen wir dir eine Seite von Indien, die du vielleicht so noch nie gesehen hast. Und das, was ihr hier hinter mir seht, das ist der Agonda Beach. Und das ist das absolute Gegenteil von Chaos und Hektik, sondern pure Entspannung. Und Agonda liegt im südlichen Teil von Goa, der allgemein als etwas weniger touristisch und voll gilt als der Norden. Und in diesem Video zeigen wir euch, was es hier in und um Agonda so zu tun gibt. Ersten Mal im Meer in Indien. Das ist richtig schön. Also es ist jetzt nicht total kalt, aber eine schöne Abkühlung. Und es ist auch extrem wenig los. Ich glaube, ihr seht es verteilt sich voll gut hier an dem Strand. Das ist sehr schön. Der Agonda Beach ist 3 Kilometer lang, also perfekt für Strandspaziergänge und liegt ja auch an der Westküste. Das heißt auch traumhaft schöne Sonnenuntergänge. Und es gibt auch ein paar Beachvolleyballfelder, man kann sich hier ein paar Liegen nehmen. Es gibt auch eine Surfschule, wir haben auch schon ein paar Surfer gesehen. Vielleicht wage ich mich hier auch nochmal auf die Bretter. Und es gibt ganz viele Restaurants und Unterkünfte hier, auch direkt in erster Reihe. Und hinter den Unterkünften, da befindet sich so die Hauptstraße. Und die zeigen wir jetzt auch mal. Na, schmeckt's? Oh, so geil. Ich liebe Kokosnuss. Gibt es hier überall, weil, ihr seht ja, hier sind ganz viele Kokospalmen. Das schmeckt einfach so lecker. Das hier ist so die Hauptstraße in Agonda. Also Agonda ist jetzt keine Stadt oder kein Ort, sondern eigentlich nur alles, was sich hier rund um diese Straße befindet. In erster Linie sind das, was ich so Klamottenläden, Souvenirläden, Massagestudios, Tour-Agencies und so. Also es ist schon voll und ganz auf den Tourismus ausgelegt, ganz klar. Aber trotzdem gefällt es uns hier richtig gut. Also ihr seht es ja so im Hintergrund mit den Palmen hier so entlanglaufen. Es hat einfach so einen entspannten Charakter. Man sieht auch ganz viele Schilder immer mit irgendwie Live-Musik abends oder Open-Mic-Abende. Natürlich ganz viel Yoga hier in Indien oder auch andere, ja, sag ich mal, eher so spirituelle Sachen. Und vor allem eins, nämlich ganz viele gute Restaurants. Kommen wir zum besten Teil in Indien, nämlich dem Essen. Und hier in Agonda hat man wirklich die Qual der Wahl. Es gibt super viele Restaurants mit nordindischer Küche, südindischer Küche, aber auch vegane Restaurants, vegetarische Restaurants, Restaurants mit vielen westlichen Angeboten, Burger, Pasta, Pizza. Also in Agonda geht keiner hungrig nach Hause. Und wir sind hier im Jardín Amar. Garten am Meer heißt das, glaube ich, übersetzt. Der Name erklärt sich von selbst. Hier in der ersten Reihe mit Blick auf den Strand waren wir gestern Abend schon zum Abendessen, war richtig lecker. Deswegen sind wir heute wieder hier. Thank you. Na dann mal, guten Appetit. Guten Appetit. Und dann? Das ist auf jeden Fall auch wieder gut gekocht. Bisschen scharf auch. Also es schmeckt wie immer sehr lecker und dazu kommt, dass es halt auch richtig günstig ist. Also ein Gericht kostet ungefähr zwischen 2 und 4 Euro. Dazu diese Aussicht ist natürlich krass und ich würde sagen, als nächstes zeigen wir euch mal unsere Unterkunft. Das ist leider nicht unsere Unterkunft. Wir tun nur so, als ob. Ich glaube, es kostet ungefähr das Doppelte. Aber man ist auch direkt am Strand. Ist ultra schön. Wir sind hier im Silent Waves. Das ist die Unterkunft, die ihr gerade schon gesehen habt, aber wir sind sozusagen hier im Backyard. Das ist einmal auf der anderen Seite von der Straße. Hier sind noch so 3 Bungalows, direkt gegenüber vom Zest übrigens. Auch ein sehr gutes Café-Restaurant, was wir empfehlen können. Und ich würde sagen, wir zeigen euch mal den kleinen Bungalow. Das ist eigentlich ganz cool, weil hier so Bambus und Palmen sind, so als natürlicher Sichtschutz sozusagen. Es ist auch ziemlich ruhig. Ja. Außer der Wachhund, den wir haben nachts. Das stimmt. Dann haben wir hier so eine kleine Außenbereich, wo man sitzen kann. So, werfen wir mal einen Blick in das Zimmer. Hier wirklich ein sehr großes Doppelbett, bisschen Stauraum auch. Und Klimaanlage braucht man nachts nicht unbedingt, aber wenn man tagsüber im Zimmer ist, sonst reicht hier abends eigentlich der Ventilator. Es ist tagsüber sehr heiß, kühlt aber abends eigentlich ganz gut ab. Dann hier privates Badezimmer mit
Toilette, Dusche, sogar heißes Wasser ist jetzt hier auch nicht unbedingt notwendig. Und wir zahlen für die Unterkunft hier 35 € pro Nacht inklusive Frühstück. Und wenn man noch eine kleine Schippe draufpackt, kann man sich hier in Agonda echt was gönnen. Mein Bruder ist ja aktuell zu Besuch und der hat so ein erste Reihe Beach Bungalow gefunden für so 53 € pro Nacht. Also wirklich aus der Tür raus und einfach direkt am Strand. Dahingehend, also was Unterkünfte angeht oder auch Restaurants, Essen und so, da bietet Agonda schon echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und apropos gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine Sache, die wir nicht nur hier in Indien, sondern immer auf Reisen nutzen, ist NordVPN. Das kostet nicht viel und ist super praktisch. Grundsätzlich erhöht ein VPN die Sicherheit im Internet durch Datenverschlüsselung, was gerade auf Reisen praktisch ist, weil man ja oft in vielen verschiedenen WLAN-Netzwerken unterwegs ist, auch in öffentlichen WLANs, und manchmal muss man da auch seine Kreditkartendaten angeben, wenn man beispielsweise einen Flug bucht oder einen Zug oder einen Bus, und da fühlen wir uns einfach sicherer, wenn NordVPN dazwischen geschaltet ist. Darüber hinaus bietet NordVPN viele weitere Vorteile, beispielsweise, dass man von überall auf der Welt auf Streaming-Inhalte zurückgreifen kann, die sonst nur in Deutschland verfügbar sind. Also so können wir abends ganz gemütlich eine Folge unserer Lieblingsserie auf Netflix schauen, oder wir haben auch schon verschiedene Sportevents verfolgt, beispielsweise die Olympischen Spiele oder Basketball-Weltmeisterschaften, was sonst aus dem Ausland immer ein bisschen schwierig ist. NordVPN ist super einfach in der Handhabung und man kann einen Account auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen, und es kostet wirklich nur ein paar Euro im Monat. Für uns auf jeden Fall unverzichtbar auf Reisen, und wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr gerne unseren Code BetterBeyond nutzen, beziehungsweise direkt den Link www.nordvpn.com/betterbeyond. Den findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung, und damit bekommt ihr 4 Monate auf den 2-Jahresplan bei NordVPN extra oben drauf. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns auf den Roller schwingen, um die Umgebung hier rund um Agonda zu erkunden. Traffic in India, be like. Kühe haben immer Vorfahrt. Kühe. Wir haben uns jetzt einen Roller gemietet und sind auf dem Weg zum Kola Beach. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Das hilft unserem Kanal nämlich sehr weiter. Und falls euch mehr Videos aus Indien interessieren, Länderguides, alles rund ums Thema Weltreise, dann abonniert diesen Kanal. Die beste Spur. So sieht so aus. Muss jetzt runtergehen. Okay, das sieht schon ziemlich nice aus. Ja, da wo wir gerade ankamen, da war es relativ voll, würde ich sagen. Aber wenn man nur ein kleines Stück weiterläuft, ist es einfach komplett leer und traumhaft schön. So schön hier. Vor allem sind wir jetzt einfach ein kleines Stück weiter gelaufen und hier ist so gut wie niemand mehr, obwohl es schon einer der bekannteren Strände hier in der Region ist. Und es ist so schade, dass ich meine Drohne nicht dabei habe. Für Agonda Beach habe ich extra jemand anderen gefragt, der hat mir was zugeschickt. Aber hier jetzt mit der Drohne drüber fliegen, das würde so episch aussehen. Aber auch so sieht es richtig schön aus. Ich hoffe, es kommt auf dem Video rüber. Und man kann hier sogar übernachten. Es gibt hier so 3, 4 so Bungalow-Anlagen direkt am Strand. Sieht auch ultra schön aus. Ich weiß jetzt nicht, was es kostet, aber wenn man so ein bisschen Abgeschiedenheit und Ruhe sucht, ist es, glaube ich, sehr cool hier. Ja, wir schwingen uns jetzt zurück auf den Roller, weil hier an der Küste gibt es so viele weitere Strände. Und einen, den will ich mir noch anschauen. Mal schöne Aussicht hier. Ich glaube, wir sagen bei jedem Strand, den wir hier sehen, das ist der schönste. Ah ne, das ist der schönste. Aber der ist auch wieder richtig krass. Und es ist jetzt zum ersten Mal, dass wir auf einem Viewpoint sind. Also, dass wir den Strand auch von oben sehen. Wir sind hier jetzt am Palolem Beach und Palolem ist so der größte Strandort im südlichen Goa und wir hatten auch überlegt, ob wir hier unsere Base aufschlagen. Aber ich hatte vorher gelesen, dass Agonda ein bisschen ruhiger sein soll und es stimmt auch. Also hier Palolem, der Strand wunderschön, so viele Palmen, aber es ist deutlich mehr los. Es gibt viele Strandliegen, viele Kajaks, viele Boote, die hier sind und deutlich mehr Touristen, als es in Agonda der Fall ist. Also auch sehr schön, aber wer es ein bisschen ruhiger haben will, dem würden wir Agonda empfehlen. Und man kann in Agonda auch noch ein paar coole Sachen machen. Wahrscheinlich hier auch vom Palolem Beach aus, aber in Agonda werden zum Beispiel auch Bootstouren angeboten. Da kann man auch Delfine sehen. Also wenn man das früh morgens macht, hat man angeblich eine 100%ige Garantie. Man weiß es bei Wildlife natürlich nie so genau. Aber man kann Delfine sehen, man kann die Tour auch nachmittags machen und man fährt dann auch noch verschiedene Strände an und ist ungefähr so 90 Minuten unterwegs. Die Tour kann man direkt am Strand buchen.
Und was wir auch gesehen haben, sind so Schildkrötennester. Wir haben auch gelesen, dass die jetzt zwischen Januar und März schlüpfen sollen. Wir haben noch keine gesehen, aber das wäre natürlich auch ziemlich cool, wenn man das dann sieht, wie die dann in den Strand oder vom Strand ins Wasser laufen. Und bei vielen Stränden gibt es so Backwaters, also unter anderem in Argonda. Und das ist dann so ein Fluss, der vom Strand so ein bisschen ins Landesinnere führt. Und da kann man auch so eine Bootstour machen oder ein Kajaklein. Wir haben uns dazu entschieden, eine Bootstour zu machen. Und das machen wir heute Abend für, ich glaube, so ungefähr eine Stunde zum Sonnenuntergang fahren wir in die Backwaters rein. Da sind wir mal gespannt, wie das wird. Die Backwater-Tour war richtig schön und es ist auch super idyllisch, weil dieses kleine Boot keinen Motor hat. Das heißt, es ist sehr ruhig, die Landschaft ist total schön, wir haben ganz viele Vögel gesehen. Und jetzt sind wir pünktlich zum Sonnenuntergang hier zurück am Argonda Beach. Und alle diese Highlights, also alles, was man hier machen kann, aber auch Unterkünfte, Restaurants, Kosten, wirklich alle Infos zu Argonda und der Umgebung hier findet ihr auch wie immer auf dem Blog unter www.betterbeyond.de. Unser Gesamtfazit hier aus Goa bzw. insbesondere aus Argonda fällt sehr positiv aus. Ich glaube, das konnte man jetzt dem Video bis hierher auch entnehmen. Aber es gibt dann doch auch so 2, 3 negative Aspekte, die wir einfach nicht unerwähnt lassen wollen. Zum einen ist das der Müll. Wenn man jetzt schon vorher durch Indien gereist ist, glaube ich, wird einen das hier nicht mehr schockieren, dann ist man daran gewöhnt. Wenn das hier aber der erste Stopp ist, wollen wir es einfach mal dazu sagen. Hier Argonda selbst ist eigentlich relativ sauber, aber sobald man mit dem Roller oder mit dem Tuk-Tuk oder so ein bisschen die Straße entlang fährt, ein bisschen hier raus, wird man sehr viel Müll am Straßenrand liegen sehen. Und das andere ist, was so Bettler angeht. Also es gibt da hier einfach einige, hauptsächlich Frauen, die mit ihren kleinen Kindern am Strand oder auch durch die Straßen laufen und betteln. Aber auch das hält sich im Rahmen, würde ich sagen. Das kennen wir auch aus anderen Ländern so, aber man sollte es einfach wissen. Ja, und hier am Argonda, würde ich sagen, gab es vergleichsweise wenig Strandverkäufer. So, man wird hin und wieder mal so angesprochen, klar, das gibt es überall, aber wenn man sich jetzt hier in den Sand legt, dann wird man nicht irgendwie belagert ständig, sondern kann das eigentlich ganz in Ruhe genießen. Allerdings liegt Argonda ein bisschen in so einem Funkloch. Also man hat hier mit den mobilen Daten ganz schlechten Empfang, teilweise sogar gar keinen. Und aktuell werden hier irgendwie die Stromkabel neu verlegt, das heißt, es gibt relativ viele Stromausfälle und dann ist das WLAN auch weg. So, das ist ja erstmal überhaupt nicht schlimm, gerade an so einem chilligen Ort wie hier. Aber solltet ihr irgendwie auf gutes WLAN und gutes Internet angewiesen sein als digitale Nomaden oder wenn ihr irgendwie online arbeitet, dann kann das in Argonda teilweise schwierig werden. Da ist, glaube ich, Palolem dann im Endeffekt die bessere Wahl. Aber Argonda ist jetzt auch keine Hochburg für digitale Nomaden, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, in den 60ern, glaube ich, bis in die 90er Jahre war ja Goa so ein bisschen eine Hippie-Hochburg, sage ich jetzt mal. Viele Westler, die hier so ein bisschen hängen geblieben sind. Damals war das, glaube ich, Anjuna oder Arambol und mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen verteilt. Und ich würde sagen, Argonda ist schon noch so ein bisschen ein kleiner Hotspot dafür. Also man sieht, dass viele Leute hier irgendwie langfristig sind, vielleicht sogar hier ausgewandert sind oder mindestens mal irgendwie ein paar Wochen hier bleiben. Und der Altersdurchschnitt ist dementsprechend schon ein bisschen höher, würde ich sagen. Also wir ziehen ihn auf jeden Fall runter und das ist richtig cool, weil die Leute hier sind alle so entspannt, so locker, als wir da abends beim Open Mic waren. Es war so eine coole Stimmung hier und sonst ist das Publikum auch relativ gemischt, würde ich sagen. Also irgendwie ein paar Familien, aber auch irgendwie von anderen Nationen. Wir haben jetzt tatsächlich relativ wenig Deutsch gehört, muss ich sagen, und auch wenig Russisch. Warum sage ich das dazu? Goa hat ganz viele Direktverbindungen nach Russland und es gibt wohl einige Orte hier in Goa, die sehr durch Russen dominiert werden. Das sagen wir einfach ganz wertfrei. Wir haben es jetzt selber auch nicht selbst erfahren, sondern hier in Argonda ist das eben nicht der Fall. Und wir fanden es insgesamt einfach vom Publikum sehr angenehm. Irgendwie. Es war einfach chillig. Es hat uns so gut gefallen. Ich würde sagen, es ist einer unserer Lieblingsstrandorte, an dem wir je waren. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, falls euch Goa irgendwie nicht so interessiert. Ich habe über einen weiteren Ort gelesen, der heißt Kokana. Das ist ungefähr 2 Stunden südlich von hier, gehört nicht mehr zum Bundesstaat Goa. Soll so ein bisschen ein Geheimtipp sein. Mal schauen. Wir gucken uns das Ganze mal ein paar Tage an und ergänzen das auch auf dem Blog. Also das findet ihr dann alle Infos dazu auf betterbeyond.de. Und jetzt interessiert uns natürlich noch eure Meinung. Habt ihr euch Indien so vorgestellt? Also ich ehrlicherweise nicht vorher. Oder wart ihr vielleicht schon mal hier in Goa? Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf einen Austausch, sagen danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Sind wir auf der Suche nach was Bestimmten? Sind wir? Das ist, wow, das geht krass. Wir kommen am Kola Beach. Okay, was soll ich sagen?